Heute wollen wir uns mit dem Thema anonyme Firmengründung in Europa auseinandersetzen. So ein Thema, was ganz, ganz besonders tricky geworden ist seit der Einführung von Transparenzregistern. Sebastian, hallo, vielen Dank, dass du dazugekommen bist. Fangen wir als erstes mal damit an, warum man überhaupt anonym eine Firma gründen möchte. Was sind so die Beweggründe, was will man damit erreichen? Genau, also heute ist ja das Thema geradezu anrüchig geworden. Heute denkt ja jeder, der jetzt hier eine anonyme Firma gründen will, ist jetzt praktisch ein Geldwäscher, Terrorist oder sonst irgendwas. Aber darum geht's natürlich nicht. Es geht natürlich auch nicht darum, um Steuern zu hinterziehen. Aber es geht einfach darum, dass es eben Situationen gibt, wo man einfach ein Bedürfnis hat nach Privatsphäre, ja, und Transparenzregister führen natürlich dazu, dass dort jedes Detail letztlich zu den wirtschaftlich Berechtigten einer Gesellschaft abgebildet wird und diese Privatsphäre geht dann verloren. Und das wird ja immer schlimmer. Ja, also man ist jetzt dabei einzuführen letztlich, dass volle Bilanzen und volle Gewinn- und Verlustrechnungen im Handelsregister veröffentlicht werden. Dann kann der Nachbar praktisch sehen, was ich verdiene. Ja, aber wenn ich jetzt nun mal vorhabe, zum Beispiel als jemand, der in einer Branche relativ bekannt ist, ein neues Unternehmen zu gründen und ich möchte jetzt nicht, dass hier jeder weiß, dass ich dahinter stehe, dann könnte das ein guter Grund sein, warum ich eine anonyme Gesellschaft gründen möchte oder auch wenn ich vielleicht bestimmte andere persönliche Schwierigkeiten habe. Vielleicht befinde ich mich in Scheidung oder vielleicht erwarte ich, dass ich demnächst mich scheiden lasse und will jetzt nicht hier unbedingt, dass der Ehepartner sieht, in was ich so alles involviert bin. Ja, und dann sucht man vielleicht nach wohlgemerkt völlig legalen Lösungen. Wir reden jetzt hier nicht von irgendwelchen grauen Lösungen, sondern von komplett legalen Lösungen, wie man anonym eine Gesellschaft gründen kann. Ganz wichtig ist natürlich auch, dass wir hier betonen, Anonymität heißt jetzt nicht letztlich, dass man gegenüber Behörden oder Banken anonym ist. Das ist nicht möglich. Ja? Wenn wir sagen anonym, dann meinen wir gegenüber der Öffentlichkeit anonym. Und wenn wir sagen gegenüber der Öffentlichkeit anonym, dann sagen wir auch oder meinen letztlich, dass anonym bleibt, wer hinter dem Unternehmen steht. Denn möglicherweise einen Geschäftsführer oder so, den wird man veröffentlichen müssen, dessen Details respektive. Ja. Okay. Also mit Anonymität meinen wir als jemand, der hier letztlich der Initiator ist eines Vorhabens, nicht öffentlich auftauchen zu müssen, aber natürlich gegenüber den Behörden alles offen zu legen. Jetzt hast du die Vorteile einer anonymen Firmengründung sehr schön erläutert. Gibt es denn noch irgendwelche Nachteile, über die man sich bewusst sein muss? Ja, also ich meine, im Grunde genommen, Nachteile sind eben doch, dass diese Gestaltung mittlerweile alle mit Argwohn betrachtet werden, von möglichen Geschäftspartnern auch, möglicherweise von Banken und so. Und also das heißt in der Realität, wir haben relativ wenige Mandanten, die jetzt hier komplett anonyme Gesellschaften in Europa verwenden, weil einfach, sage ich mal, die praktische Implementierung und Nutzung dann doch vielfach auf Hürden stößt und an ihre Grenzen gelangt, sage ich mal. Ja, also das heißt, gibt es eine Bank, die man dafür ein Konto aufmacht für so eine Gestaltung und so. Das sind natürlich alles Dinge, die muss man sich vorher fragen und man wird oftmals zu dem Schluss kommen, dass dies im Grunde genommen hier die Anonymität ein echter Nachteil ist. Wenn jetzt jemand, obwohl er sich das alles angehört hat, die Vorteile und die Nachteile, sagt, ja, doch, das möchte ich machen, aus welchen Gründen auch immer, haben wir 4 verschiedene Lösungsansätze vorbereitet. Die erste Lösung, dass wir eine anonyme Firmengründung haben, in der niemand mehr als 25% Eigentümer ist. Kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen? Genau, also wie gesagt, die Transparenzregister, wie sie momentan ausgestaltet sind, greifen ja ab einem sogenannten Beneficial Ownership, also ab einer wirtschaftlichen Berechtigung ab 25%. Wenn jetzt also niemand in der Gesellschaft mehr als 25% hält, ja, das heißt, wenn ich zum Beispiel 4 Gesellschaften habe, die 25% halten oder 5 Gesellschaften, die 20% halten, dann muss natürlich auch kein Eintrag ins Transparenzregister erfolgen. Ja.
Dann kann ich also eine deutsche GmbH gründen und kann sagen, okay, es gibt hier 5 Gesellschafter. Jeder der Gesellschafter verwendet zum Beispiel eine US-LLC als Gesellschafterin. Das heißt, er wird nicht namentlich im eigenen Namen dort eingetragen im Handelsregister, sondern eben die LLC wird dort eingetragen. Und weil man eben dann die Daten nicht im Transparenzregister veröffentlichen muss, weil eben die Beteiligung zu gering ist, stehen zwar die LLCs im Handelsregister drin, aber das Transparenzregister bleibt dann leer für diese Firma. Lösungsansatz Nummer 2 ist, eine stille Gesellschaft in Deutschland zu gründen. Was kannst du uns dazu sagen? Also ganz einfach, ist ja sehr beliebt in Deutschland, eine stille Gesellschaft. Letztlich ist das eine GmbH, an der sich jemand beteiligt. Damit wird dann eine stille Gesellschaft, ergibt sich daraus. Also die stille Gesellschaft ist letztlich, wird dann ein dritter Mitunternehmer, der aber jetzt nicht wirklich hier groß involviert ist in das Geschäft der GmbH. Da gibt es die typische stille Beteiligung und die atypische stille Beteiligung. Und auch hier wiederum, beide Fälle müssen nicht ins Transparenzregister eingetragen werden, auch nicht im Handelsregister. Das heißt, von außen sehe ich nicht, wer tatsächlich dann hinter dieser stillen Gesellschaft, wie sie so schön heißt, dann steht, und ist für viele letztlich ideal, um eine anonyme Gesellschaft zu gründen. Dem Finanzamt ist natürlich bekannt, wem die Gesellschaft gehört. Oftmals ergeben sich dann auch steuerliche Konsequenzen. Es ist keine Kapitalgesellschaft mehr, sondern eine Personengesellschaft. Natürlich, wie gesagt, das Finanzamt weiß, wer dahinter steht. Aber Anonymität ist damit erreicht. Die andere Lösung oder die dritte Lösung, die wir uns angeschaut haben, ist, dass man und das ist eine Nicht-EU-Lösung, das ist vielleicht auch nochmal interessant zu bedenken, ist, dass man eine englische Limited Partnership gründet. Was sind da die Vorteile? Genau, die englische Limited Partnership entspricht im Grunde der deutschen GmbH und Co. KG. Dort gibt es in UK 2 verschiedene Varianten, nämlich einmal die englische Limited Partnership und einmal die schottische Limited Partnership. Die englische Limited Partnership hat keine eigenständige Rechtspersönlichkeit im Gegensatz zur schottischen Limited Partnership. Daher muss die schottische Limited Partnership ins Transparenzregister eingetragen werden, die englische Limited Partnership aber nicht. Somit kann ich also in England zum Beispiel eine Firma gründen. Komplementärin und Kommunitistin kann je eine US-LLC sein. Ich muss kein Transparenzregister befüllen. Ich muss keine Jahresabschlüsse dort einreichen im Handelsregister. Ich brauche hier eigentlich extrem wenig an Informationen dem Handelsregister zu geben. Jahresmeldung gibt es zum Beispiel auch nicht. Und ich habe eben effektiv eine Gesellschaft dann außerhalb der EU. Und jetzt die letzte Lösung ist, dass man eine US Corporation gründet mit Niederlassung in Europa. Was kannst du uns dazu sagen? US Corporation entspricht ja letztlich der deutschen Aktiengesellschaft. Da gibt es ja relativ viele Staaten in den USA, eigentlich sogar alle Staaten, wo letztlich Gesellschafter im Handelsregister nicht veröffentlicht werden. Ja. Sondern nur ein Mitglied der Geschäftsleitung. Also hier brauche ich tatsächlich jemanden, ob das jetzt ein Nominee Director ist oder eben eine Person aus meinem Bekanntenkreis, die dort Geschäftsführer wird. Und die taucht natürlich dann auch im Handelsregister auf. So, Auslandsgesellschaften, die eine Niederlassung haben in der EU, müssen nicht ins Transparenzregister eingetragen werden. Das Gleiche gilt auch für UK. Das heißt, wenn ich jetzt ein europäisches Unternehmen haben will mit einer europäischen Steuernummer und so weiter, kann ich also diese US Corporation in Europa anmelden, in Irland, in UK oder auch in Deutschland. Die Transparenzregisterinformationen müssen nicht befüllt werden. Ich bekomme für die Gesellschaft eine eigene Steuernummer. Ich kann sogar in den USA wählen, dass diese Gesellschaft mit der Endung AG, Aktiengesellschaft SA oder irgendwie was gegründet wird. Ja. Kann die dann so auch natürlich ins Handelsregister in Europa eintragen lassen, wenn ich möchte. Und habe dann eine voll funktionierende Kapitalgesellschaft, zu der außer dem Geschäftsführer eigentlich keine weiteren Informationen bekannt sind.
Sebastian, vielen, vielen Dank für diese ganzen Erläuterungen. Jetzt natürlich die ganz kritische Frage. Wenn sich jemand das angeschaut hat und sagt, ja, eigentlich, das ist genau das, was ich brauche für meine Situation im Moment. Wie kannst du mögliche Mandanten beraten bei dieser Situation? Ja, also ich muss mal mit Vorbehalt sagen, dass wir natürlich von solchen Lösungen wissen und auch selten helfen, solche Lösungen zu implementieren, aber dass im Grunde die meisten Mandanten nicht letztlich dann am Ende eine solche Lösung benötigen. Ja, also man muss schon sehr genau wissen, dass man auch diese Gesellschaft so gründen möchte. Und es ist natürlich auch dann wichtig, dass man es für die richtigen, dass man das aus den richtigen Beweggründen macht. Ja, also natürlich zu sagen, ich mache dies, um jetzt hier an der Steuer vorbei irgendwas zu machen, oder ich mache dies, um hier möglicherweise unethisch zu handeln und so. Das wäre natürlich alles letztlich rechtsmissbräuchlich. Ja. Und obwohl diese Gestaltungen, wie wir sie jetzt hier genannt haben, komplett legal sind und auch jeden Tag so implementiert werden und wie gesagt, sind auch keine Grauzonen oder sonst irgendwas, sondern das sind einfach die gesellschafts- und steuerrechtlichen Bedingungen für diese Gestaltung, die wir hier genannt haben. Da nutzt man jetzt nicht irgendein Schlupfloch aus, ja, sondern es ist einfach so definiert aus gutem Grund. Wie gesagt, jeder sollte sich tatsächlich überlegen, brauche ich das wirklich und warum? Wenn jemand Interesse daran hat, ist die beste Lösung, ein Beratungsgespräch zu buchen, und dann werden wir das gerne gemeinsam analysieren und die richtige Lösung finden. Super, Sebastian. Vielen, vielen Dank für die Informationen, wie immer. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.